Wenn Sie auf der Suche sind nach einem gebrauchten Leon, ja, nicht nur einem, sondern ganz, ganz vielen, in ganz vielen verschiedenen Ausstattungsvarianten, der aber aussieht wie quasi neu, dann sind Sie beim Weltautopartner Seat Cyrol Gold richtig. Hier ist Marc Cyrol. Grüß dich, Marc. Grüß dich, Sven. Hi. Hier ist der Michael Scher. Grüß dich, Michael. Hi, Sven. Ja, Weltauto steht vorne drauf. Das ist ein, ich sag mal, Prädikat für besonders zertifizierte Gebrauchtwagen, die ganz bestimmte Normen bei Volkswagen erfüllen. Das Herausstechendste ist zum Beispiel, ich habe eine Umtauschgarantie von 14 Tagen. Vielleicht gehen wir es mal ganz kurz durch. Gute Gebrauchte garantiert, eine zertifizierte Qualität, das habe ich eben schon gesagt. Eine Mobilitätsgarantie bedeutet, ich bleibe irgendwo liegen. Du würdest liegen bleiben, was immer mal vorkommt. Das muss nicht immer die Technik vom Auto sein. Das kann Reifen. So, ja, Reifenpanne, ein Haustier, so ein Mardergerät, ne, wenn die was durchspeisen. Und dann bleibt man liegen und dann greift die Mobilitätsgarantie, sprich das Abschleppen und auch für die Liegebleibezeit, bis das Fahrzeug instand gesetzt ist der Ersatzwagen abgesichert und wird bezahlt. Ja, nicht jeder ist ja Weltautopartner, da muss man sich qualifizieren. Wie hast du es denn geschafft? Ja, wir bieten seit Jahren schon höchste Qualität und höchste Ansprüche an uns selbst, die wir uns stellen für die Fahrzeuge. Und dann war der Check für das Weltauto quasi für uns eigentlich nur noch ein Kinderspiel. Und wie sagt man, da gibt es so eine Floskel. Was fällt dir gerade ein, Michael? Ja, gut, das stellen wir mal zurück. Ihr habt wirklich ganz, ganz viele Autos. Das Besondere dabei ist, die Kriterien, die sind zertifiziert, nachlesbar für jeden auf der Webseite von Weltauto. Das heißt, man kann sich darauf berufen. Ja, also das gibt es ja auch schriftlich beim Kauf der Fahrzeuge. Und da gibt es zum Beispiel eine Checkliste, nachdem diese Fahrzeuge geprüft werden. Wir sind hier bei diesen Fahrzeugen, die du jetzt hier siehst, in diesem Bereich sowieso ganz entspannt unterwegs, weil das sind fast alles Jahreswagen, die bei einer maximalen Laufleistung zwischen 20.000 und 25.000 Kilometer liegen und somit alle Kriterien ja sowieso standardmäßig schon erfüllen. Und wir bieten dahingehend dann noch den besonderen Service, dass diese Versprechen, die wir einhalten, dass wir die auch alles selbst erledigen. Zum Beispiel die Mobilitätsgarantie wird von uns selbst gefahren, sprich es ist immer einer meiner Mitarbeiter telefonisch erreichbar außerhalb der Öffnungszeit. Ja, wenn man jetzt den UVP nimmt von den ehemaligen Neufahrzeugen, die Fahrzeuge haben wahrscheinlich alle so um die 15.000 Kilometer oder mehr? Zwischen 15 und 25 jetzt mal grob. Wir sagen eigentlich, der Mittelschnitt ist so 20.000 Kilometer. Das heißt, ich kriege einen ordentlichen Rabatt da drauf. Wer hat die Fahrzeuge denn vorher gefahren? Das sind sowohl Dienstwagen, Mietwagen, dann sind es Rückläufer aus Firmenfahrzeuge, Firmenleasingfahrzeuge, also ganz unterschiedlich, ist aber für jedes Fahrzeug immer nachvollziehbar und wir kommunizieren ganz klar, wenn der Kunde sagt, den weißen Leon oder jetzt bist du gerade bei dem grauen Leon, den möchte ich haben, wer war der Vorbesitzer, dann ist das nachweisbar und auch nachlesbar und wir garantieren, dass er von dort kommt. Ja, und das ist nämlich wichtig. Also es gibt Firmen, die fahren nur wenige Kilometer und kriegen alle Jahr praktisch ein neues Auto. Und das ist auch ein Teil des Konzeptes von zum Beispiel Seat oder vom Volkswagen-Konzern. Die möchten Autos haben, die quasi komplett neu sind. Und wenn jemand ein neues Auto hat, ein knatschneues Auto, dann habe ich gehört, dann passt er besonders drauf auf, weil man sieht alles, oder? Ja, da hast du absolut recht. Einer dieser Privilegien, der so ein Auto fahren darf, hält gerade die Kamera. Und daher ist das ganz klar, ja. dass diese Fahrzeuge wirklich da stehen wie Neuwagen. So, du meinst den FR, ja. Der hier ist. Ist das ein FR? Das ist ein Cupra-Modell. Echt? Ja, das ist sogar unser Hochleistungssportler, der hier als Gebrauchtwagen dann steht. Für 21.000 Euro. Genau, und auch die Weltauto-Kriterien erfüllt. Aber das Auto explizit kennt wahrscheinlich der Michael noch mal einen Titel besser wie ich. Das war tatsächlich mein Hochzeitsauto. Echt? Das ist ja kein Mercedes-Benz, ne? Nee, das ist ein Cupra. War mein Hochzeitsauto, Vorführwagen von uns. Hat dann eine sehr gute Kundin von mir gekauft. Liebe Grüße, Andrea. Die ist das Auto gefahren. Die fährt inzwischen jetzt ein Cupra Attica und jetzt habe ich mein Hochzeitsauto wieder hier stehen. Ja, prima. Du bist noch verheiratet? Ich bin noch verheiratet, ja. Sehr schön. Wenn man UVP... Dank dem Auto. Dank dem Auto. Wenn man jetzt UVP nimmt gegenüber dem, ich sag mal, jetzigen Preis, wie die Autos ausgezeichnet sind, was kann man da von einem, ich sag mal, Rabatt reden?
Was verlieren die Autos so vom UVP? Das kommt jetzt drauf an. Wenn ich jetzt von den Leon Jahreswagen ausgehe, da haben wir sehr viele Fahrzeuge hinzugekauft, einen sehr guten Preis bekommen. Da liegen wir zwischen 30% und 40% bei Jahreswagen. Also bis zu 40% kann man ruhig sagen, oder? Ja, definitiv. Und das gilt auch drüben für den ATK, den wir gezeigt haben? Ja. Das heißt, wir haben nämlich eine ganze Flotte, ich zeige es gerade nochmal, da vorne stehen ganz viele ATKs. Also wenn Sie entweder einen Leon haben möchten, Leon das optimale Freizeitauto für, ich sag mal, alle, die ein nicht zu großes, nicht zu kleines Auto haben möchten, sportlich, tiefe Sitzpositionen, ich sag mal, eine ganz sportliche Spurlage, korrekt? Ja, absolut. Die sportlichste Marke am Markt. So ist es. Und wenn Sie einen etwas höher liegenden haben möchten, zum Beispiel hier einen ATK, auch da sind, ich glaube, 30 Stück oder so habt ihr da. Und die sind auch vorrätig, wenn Sie da Lust haben. Also bis zu 40% Rabatt auf die UPE für junge Gebrauchte aus dem Weltautoprogramm von der Firma Marc Cyril hier aus Saarlouis. Ja, Sven, was gibt es noch dazu zu sagen? Michael, was haben wir noch vergessen? Die Garantie? Die Garantie. Die Fahrzeuge, die jetzt hier stehen, haben entweder eine Werksgarantie noch, beziehungsweise bekommen von einer Werksgarantieverlängerung. Und sollte es keine Werksgarantie mehr sein, dann haben wir ein eigenes Garantieprogramm, das den Kunden rundum absichert, sowohl im Pannenfall als auch im Falle, dass ein technisches Teil wirklich versagt. Und wir gehen hier nicht über eine Baugruppengarantie, wo doch die meisten Sachen in der Laufzeit nicht kaputt gehen, sondern wir umfassen die Garantie auf alle Bauteile, die wirklich das Auto umfassen. Also aus Radio wäre mit drin? Genau, also Radio, die Komfortelektronik generell, dann Klimaanlagenteile. Also wir haben da keine Ausschlüsse. Ja, also man kann wirklich nichts falsch machen, auch wenn ich von weiter her komme, sehe die Autos. Man kann bedenkenlos die Fahrzeuge kaufen, denn ich habe ja zusätzlich noch eine echte 14 Tage Rückgabegarantie. Wie funktioniert denn das, wenn ich so ein Auto geleast habe? Ja gut, das ist dann ein bisschen komplizierter jetzt für uns in der Abwicklung drin. Aber für mich als Kunde egal. Für dich ist das egal. Ja, du kannst trotzdem innerhalb von diesen 14 Tagen das Ganze wieder umtauschen. Kommt das oft vor? Noch nie. Okay. Aber irgendwann vielleicht. Okay, klasse. All das hat man drin. Das hat natürlich folgenden Hintergrund, warum das bei uns nicht vorkommen ist bis dato. Es fährt jeder Kunde zuerst mal das Auto, dass er weiß, auf was er sich überhaupt einlässt. Passt das Auto zu der Person? Probefahrt. Die Probefahrt. Also eine ganz klare Vorgabe von meiner Seite aus her ist, dass jeder Kunde auch eine Probefahrt durchführt. Nicht nur, das Auto ist schön und den kaufe ich, sondern erlebe das Auto, fühle dich wohl drin. Das ist genau das, was zu dir passt, lieber Kunde. Und selbst dann, wenn der Kunde kam und sagte, eigentlich ging es um das und das Auto, wie oft haben wir, dass ein Kunde kommt und will einen Leon FR haben als Kombi und steigt dann nachher in unseren Top-Sportler Cupra ein und sagt, nee, das ist aber viel geiler. Und hier sind mir auch die 20 oder 30 Euro im Monat an Rate mehr dann Liebe das Marketingfachleute, das nennt man Upselling, was er gerade gemacht hat. Ja. Und ihr lasst natürlich keinen Kunden, wenn er sagt, ich hätte gerne Seat Mii, dann geht er am Schluss hier mit dem... Nein. Was ist das für ein Auto? Das ist ein Tarraco. Ja, da geht er mit dem Tarraco raus. Nee, das soll nicht so sein. Was ich damit aber sagen will, ist, dass die Kunden bei uns die Autos testen und probieren Sollen können. die mal ausprobieren. Man soll Probe fahren, man muss die Autos ausprobieren, also Spaß beiseite. Wichtig ist auch lange Probe fahren. Im Moment Corona-Zeit, die Leute fahren allein. Ja, die Leute fahren alleine. Wir haben absolut Vorgaben für die Hygienevorschriften, die eingehalten werden. Wir stellen den Kunden das alles auch zur Verfügung. Also es braucht kein Kunde Angst zu haben, für eine Probefahrt oder für uns hier zu besuchen. Und dann kann er sich wirklich für das Auto entscheiden, das näher zu ihm passt. Das, was du eben gesagt hast, ja, hast recht, aber wir haben natürlich Kunden, die kommen mit einem ganz falschen Hintergrund dann und denken, das wäre das Auto für sie, und am Ende, wenn sie eine vernünftige Beratung haben, sagen sie, es ist dann vielleicht sogar der kleinere. Also es geht nicht immer nur, das Größere zu verkaufen, sondern viele Kunden sagen, nee, der kleinere reicht mir dann sowieso auch und das passt besser zu mir, das Auto. So, Masken, ihr habt auch wirklich im Beratungsgespräch immer Masken an, das muss man dazu sagen. Jetzt beim Video haben wir es nicht gemacht, wir haben überlegt, wir machen es, aber ich sag mal, ihr beide arbeitet auch wirklich Tag und Nacht zusammen, muss man dazu sagen. Also ihr seid eine Organisationseinheit, die zusammenarbeitet, muss man dazu sagen. Auch da, ich meine, euer Team ist ja dann mal zusammen, ihr frühstückt mal zusammen und so weiter, das ist klar. Nicht, dass sich jetzt einer beschwert, aber das Thema Vereinzelung, das ist in den Köpfen der Leute drin. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es in Deutschland gut geklappt hat, oder? Ja, natürlich. Und auch das wird im Autohaus gelebt. Es gibt klare Abstandsregeln, Abstandshalteregeln. Wir haben Masken, wenn der Kunde wirklich keine Maske hat. Ist ja seit der Maskenpflicht sowieso fast hinläufig, dass keiner eine Maske hat. Aber selbst wir hätten noch Masken zur Verfügung, dass der Kunde auch die Maske tragen kann. Wir haben Plexiglasscheiben, wo wir das Ganze abschützen. Wir haben Desinfektionsmittel. Zeig mal, will ich mal sehen. Also das ist gar kein Problem. Gerne zeige ich dir das drin, Sven.
So, das ist euer Autohaus. Das heißt, also hier wird abgewickelt. Ihr habt einen großen Platz. Ihr seid seit 2 Jahren hier ungefähr. Ja, wir sind seit 2 Jahren, 2. November 2018, so rum wollte ich sagen. Ich habe auch die Eröffnung gefilmt damals. Also ihr habt euch gut entwickelt, ganz klar. Aber jetzt kam ja zwischendurch die Corona-Krise. Die hat euch schon ein bisschen aus den Angeln geschmissen, wie jeden Händler hier in Deutschland. Ja, die hat eigentlich den Vertrieb ja von 120 auf 0 runtergefahren. Und das haben wir im April gemerkt. Und seit Mai sind wir ja wieder am Start und das funktioniert ganz gut. Also hier siehst du jetzt schön die Abstandsregeln, die wir einhalten. So, wir haben ja auch nicht Bescheid gesagt, sie hat trotzdem eine Maske auf. Wenn Kunden kommen, muss man auch dazu sagen, dann ziehen auch die Kollegen Masken an. Also das ist ganz klar. Aber man muss ja im Vertrieb keine Masken anziehen. So ist es. Der Kunde muss es tun und ihr tut es auch, wenn Kunden kommen, richtig? Genau, wir tun das natürlich gegenüber dem Kunden aus Respekt schon, dass nicht nur er Maske tragen muss, sondern wir auch. Und selbst bei der Plexiglasscheibe, wenn natürlich dann Verständigungsprobleme sind, haben wir die Plexiglasscheibe, die man nutzen kann und kann dann die Maske ausziehen. Ne? Ja, auch da vorne die Verkäufer, die haben entsprechend Abstand, habt ihr eingezeichnet. Da ist es drin, da vorne der Hund, der ist auch schon Corona geprüft. Der ist Corona negativ geprüft und das ist mein Hund, ja. So, ihr seid doch tierfreundlich, ganz im Gegenteil, ihr seid sogar Hundeliebhaber. Also wenn jemand gern einen Hund hätte, also das ist die gelbe Linie, Abstand gilt es dann zu halten. Gut, also vielen Dank erstmal, Marc Zirul, ihr seid zertifiziert, ihr seid aber auch ein prämierter Autohändler, das wollen wir auch noch mal kurz zeigen, damit es jeder auch sieht. Als du den Preis bekommen hattest, dann im Jahr 2018, den gab es genau einmal. Jetzt haben wir das schon so oft erwähnt in den Videos, du kannst gar nicht mehr so überrascht gucken. Ja. Du hast nämlich den Top Dealer Award 2018 bekommen, den gab es einmal, hast du in Berlin bekommen, richtig? Ja. Von wie vielen Seat-Händlern gibt es in Deutschland? Ja, die genaue Zahl sind ungefähr die 360 Hunderte Händler. Ja. 360, über 360 Händler. Stützpunkte insgesamt sind weit über 600 mit den Servicestandorten. Und wir waren dahergehend von den Dealers für den Vertrieb die Nummer 1 2018. Ja. Ja, es gibt so ein Sprichwort, dem sein Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Ist das ein guter Laden? Ich fahre einen Renault Megane. Nee, du bist schon länger hier, oder? Nee, ich bin jetzt 8 Jahre hier. Ich habe schon vorher für den Volkswagen-Konzern und auch für Seat gelebt. Ich arbeite gerne hier, wir fahren coole Autos, wir haben super Leasingangebote, wir haben super Gebrauchte, gerade mit dem Weltauto. Macht hier Spaß. Sonst wäre ich auch nicht hier. Ist der Marc ehrlich? Ja. Okay, das ist nämlich ganz wichtig, also Thema Rückgabe und ich sag mal, wenn ihr das sagt, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr euch nicht in den Daten verhauen habt, stimmt alles, was ihr sagt, oder? Ja, bingo, absolut. Und den Michael natürlich zu fragen, wenn der Chef neben dran steht, da muss er so antworten. Frag nachher wieder. Ich glaube, das Wichtigste ist, der Kunde soll es erleben, der Kunde soll reinkommen und soll erleben, er fühlt sich wohl, weil wir ein Team sind. Ja. Ja, ihr seid Inhaber geführt, das sage ich also immer wieder. Zirul heißt auch der Laden, du heißt auch Zirul, deine Frau ist auch mit dabei. Also ihr seid wirklich ein übersichtliches Team. Du kennst sogar die Vornamen von vielen Mitarbeitern, oder? Von jedem. Von jedem. Alle, logisch. Ganz klar. Das ist wichtig. Ihr kennt aber auch die Vornamen von vielen Kunden. Ihr seid mit vielen per Du. Also ihr macht Tausende von Autos, habt ihr in der Vergangenheit gemacht. Also man kann bedenkenlos kaufen. Pro Jahr. Ehrlich? Jahr. Natürlich pro Jahr. Klar. Vorsichtig sein. So, vielen Dank euch. Also wenn ihr Lust habt, ja, einen ganz tollen, was war es nochmal, Seat? Leon Ja, Kombi, ich habe jetzt so viel Ateca, alles. Hambra. Egal was. Also bis zu 40% Rabatt auf junge Gebrauchte, muss man sagen, mit der Weltautogarantie vom Volkswagen-Konzern. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt nach Saarlouis. Der weiteste Weg lohnt sich. Und ja, tschüss. Ciao.